Guten Morgen Leute, heute fahren wir nach Hamburg und zwar mit dem Zug. Deswegen habe ich den ersten Bus genommen, deswegen sehe ich auch noch so noch nicht ausgeschlafen aus. 5 Uhr haben wir jetzt im Moment, 5:34 Uhr fährt der erste Zug Richtung Hamburg. Und was wir da jetzt erleben, seht ihr nach dem Intro. Bis gleich. Im Zug kann ich hier weiter schlafen. So Leute, ich habe mich mal gestärkt. Kaffee, mein Sesamring natürlich. Und da haben wir auch schon direkt den ersten Zug hier. Für den Kollegen, der immer gerne so Gütersachen sieht. Und diesmal so komische, runde Sachen. Bestimmt auch etwas Flüssiges da drin. Keine Ahnung, was das ist. Wunderbar. So, wir warten jetzt auf den RE6. Der kommt um 5:24 Uhr und fährt dann von Aalen nach Minden, eigentlich durch bis Bielefeld. Aber Minden muss ich aussteigen. Und ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall habe ich 4-mal umsteigen. Das müsst ihr euch immer bewusst sein. Wenn ihr so eine lange Strecke fahrt, dass ihr öfters eben halt umsteigen müsst. Und vorher einen Plan machen, am besten abfotografieren oder so oder aufschreiben, wo man aussteigt und einsteigt und welchem Bahngleis und so. Ja, aber ich werde euch weiter berichten. Bleibt dran. So Leute, da kommt das Prachtstück, mit dem wir gleich fahren werden. Mit dem bin ich, glaube ich, schon mal gefahren, nach Bielefeld, ja, RE6. Und es stehen auch jede Menge Leute natürlich hier. So, ich werde ihn jetzt mal frühstücken. Dann fahren wir mal los. Habe ich auch neu entdeckt. Schaut mal. Da kann ich mein Handy laden, weil ich brauche heute wirklich viel Kapazität. So Leute, wir müssen einmal umsteigen. Wir sind jetzt gleich in Minden. Ja, dann steigen wir um und fahren mit der S51, war das glaube ich, von Gleis 12 direkt weiter. Ja super, wir brauchen auch gar nicht direkt einfach nur rüberlaufen. S1 Richtung Hannover steht schon bereit. Jawohl. Geht direkt weiter. So Leute, wir sind gleich in Hannover. 22 Minuten Verspätung. Da muss man sich ein bisschen spurten. 5 Minuten habe ich noch Zeit bis zum Umsteigen. Muss ich auf Gleis 4. Wenn nicht, nehmen wir den nächsten. So, Gleis 4. Mal gucken, ob wir das schaffen. Wie ihr sehen könnt, der hat Verspätung und der fährt nicht von der 4, sondern von der 9. Also rüber. Noch ist alles gut. Hannover hatte ich euch ja schon vorgestellt. Wie gesagt, 8 Minuten haben wir noch. Ist noch Zeit für WC. Ja, jetzt muss ich hier ein bisschen warten. Mal gucken, ob der richtige Zug auch gleich kommt. Wie gesagt, man muss wirklich gucken, wie die Nummern und so sind. RB38. Auf den warte ich, Ankunft. Aber oben steht auch noch, bitte nicht einsteigen. Ja, also wenn man so fährt, muss man wirklich richtig aufpassen, wer wohin was fährt. Hier Hannover hatte ich euch ja schon gezeigt. Ich zeige euch nachher weiter, wenn ich im Zug bin. So Leute, also ich muss noch ein bisschen warten. Da ist eine Verzögerung, beziehungsweise der Zug, der gekommen ist, der hat eine Panne gehabt und der ist stehen geblieben. Ich muss jetzt auf den nächsten warten. Ich habe jetzt schon eine Verspätung von 45 Minuten. Jetzt fahre ich dann nach Uelzen und von da muss ich mal sehen, wie es weitergeht. Wie gesagt, wenn einmal ein
Wie ein Dominostein. Wenn eins aus der Reihe fällt, fällt alles um. Also ist der Zeitplan nicht mehr einzuhalten. In der Zeit schaue ich mir hier noch ein paar Züge an, was hier so los ist. ICE und so. Aber Hannover hatte ich euch ja schon vorgestellt. Daher melde ich mich nachher erst wieder. Das ist der noch nicht. Das ist nämlich ein ICE. Unser müsste jetzt gleich hier von der Seite kommen, wollte ich gerade sagen. Und da hinten kommt er auch schon. Ja, ich fahre jetzt mit dem hier 8:40 Uhr mit dem RE2 über Langenhagen Mitte, Großburg bis Celle bis nach Uelzen. Hier mit so einem gelben. Kann ich mich ja dran gewöhnen. So Leute, habe einen Sitzplatz auch gefunden. Schön für mich alleine hier. Und dann warten wir mal, dass er gleich losgeht. Schön mit Maske natürlich, aber zum Trinken. Eben schnell absetzen. Natürlich, wenn ihr kein Internet habt, habt ihr hier. So Leute, in Uelzen angekommen. 20 Minuten Wartezeit. Und dann fährt er direkt hier weiter. So, ich habe ein bisschen Aufenthalt hier in Uelzen. Ich habe jetzt gedacht, ich kann hier ein paar Busse aufnehmen, hier was hier fährt. Das ist hier wohl der ZOP Uelzen, aber natürlich keine Busse. Ich gehe mal eben in die Büsche in der Zeit und dann gucken wir mal, vielleicht kommt noch was. So, wenn der Bus nicht zu uns kommt, dann gehen wir einen Bus suchen. Wer sucht, der findet. Direkt schon eins gefunden. War ein MAN Lions City, ganz in Rot, Landkreis Uelzen. Okay, rot, weil es für Deutsche Bahn ist oder so vielleicht. Ja, yeah. Wie sollte es dann auch anders sein? Ah, hier ist ein Parkplatz für Busse, wie ihr sehen könnt. Und hier stehen auch ein Citaro und noch ein MAN. Jawohl. Ja, Citaro, ein LE, weiß ich jetzt mittlerweile. Ja, und von hier aus setzen die dann ein. Gut, da haben wir von Uelzen wenigstens auch mal ein paar Eindrücke mit den Bussen und dem ZOP. So, aber der Zug, der wird bestimmt gleich richtig voll nach Hamburg. Ich gucke mal, dass ich da einen Sitzplatz kriege. Ich melde mich gleich wieder. So Leute, ich sitze schon im Zug. Geht weiter. Ich habe da noch einen schönen Sitzplatz bekommen. So Leute, das sieht doch schon mal gut aus. Wir sind bald da. Leute, so einen Menschenauflauf gibt es gar nicht. Jetzt sind 2 Züge gleichzeitig angekommen. Also so viel auf einmal. So, direkt rausgekommen, Mönckebergstraße, und was sehen wir hier? Wegen solche Busse sind wir doch hergekommen, Leute. Einer hat mir mal gesagt, die heißen nicht Capacity, weil die Capacity wohl 2 Meter länger sind oder so. Ja, wie heißen die denn? – 21 Meter Überlänge. So, und wo wir in Aachen waren, der hat 20 Meter gehabt. Dann ist das ja wohl ein Capacity. Ja. Sonst wären wir da reingefahren. Sind wir ja nicht. Von der Hochbahn, emissionsfreier Bus für Hamburg. Deswegen bin ich hierher gekommen. Das wolltet ihr ja alles sehen, Leute. So, wir gucken aber jetzt noch mal auf den Bahnhof noch mal drauf. Hier mit dem bin ich gekommen gerade.
Ja, da fährt auch gerade einer rein. Für Hamburg nicht so ein riesengroßer Bahnhof, so überdacht und sowas alles. Oder vielleicht geht es auf der Seite ja noch weiter, mal schauen. So, da ich schon mal hier bin, gucken wir mal, wo die ganzen Flixbusse und die Reisebusse abfahren. So einen richtigen Zopp, wo tatsächlich nur, oh, schaut euch das mal an, Leute. Wo tatsächlich nur Linienbusse und so stehen, wie man das eben halt kennt, gibt es hier nicht. Da steht zwar Zopp drauf, aber ist nicht Zopp drin. Ich laufe mal noch ein Stück mit euch. Ja, den Flixbus, den haben wir den ersten gerade verpasst. Der fährt da gerade raus. Ja. Und auf der Seite stehen natürlich dann auch jede Menge Leute. Schaut euch das mal an, Leute, diese Länge. Wahnsinn. Hier noch eins. Ne, da ist so ein kleiner. Jetzt sage ich kleiner dazu, obwohl die schon fast 16 Meter sind. So, das ist hier der sogenannte Zopp Brocke-Straße. Hier fahren dann die Fernbusse ab. Ich laufe mal noch ein Stück bis da hinten hin. So viel Zeit muss sein. Dann sehen wir auch, wer hier alles vertreten ist. Hauptbahnhof Zopp. Wenn man sich dann informiert hat, wo was abfährt, kann man sich dann dahin stellen und warten. Ja, hier stehen dann die ganzen Busse, egal ob das Flixbus sind oder andere Unternehmen sind oder ganz normale Reisebusse sind. Hier hat man dann die Möglichkeit, eben halt wegzukommen. Bietet sich gut an, auch sehr schön gelegen, direkt am Bahnhof. Das wollte ich euch auch noch mal gezeigt haben, wenn man schon mal hier ist. So, jetzt laufen wir aber mal weiter, den Bahnhof weiter gucken. Wetter ist nicht so besonders hier in Hamburg, aber war auch nicht anders zu erwarten. Das kann sich aber alles natürlich noch ändern. Ja, da hinten sind auch jede Menge Busse. Der Luca, der hatte mir gesagt, ich soll mal zum Hauptbahnhof Altena oder so kommen. Da werde ich versuchen, gleich auch mal irgendwie hinzukommen. Aber erst nehmen wir mal hier die schönen Busse hier mit von der Hochbahn. Ja, ein Genuss. Hat sich doch wieder mal gelohnt. Hat jetzt 6 Stunden gedauert, von Aalen bis hierhin. Aber wir nehmen jetzt mal alles mit, was wir hier so finden. Ich habe hier noch mal so ein ICE von oben zu zeigen. Da kann man mal richtig sehen, wie lang die sind. Das geht hier natürlich noch weiter. Ich weiß nicht, was das für ein Gebäude ist, ob das auch noch weitergeht zum Bahnhof oder so. Ich gucke mal weiter. Und hier fährt gerade noch einer rein hier. Ich denke mal, auf der anderen Seite, das muss bestimmt noch zum Bahnhof gehören, denke ich mal. Ich laufe da gleich mal rein. Nicht weit weg vom Bahnhof gibt es hier natürlich die S-Bahn und die U-Bahn-Station. Die sind hier unten. Aber ich will jetzt erstmal in dieses Gebäude da gucken, ob das tatsächlich der Bahnhof da ist oder nicht. Das interessiert mich jetzt. Ist ja nicht mein erstes Mal hier in Hamburg, aber wir sind meistens immer am Hafen und so hier in der Stadt. Hier am Bahnhof war ich noch nie. So Leute, wie ich es vermutet habe, der Hauptbahnhof, der ist natürlich hier und nicht da, wo wir ausgestiegen sind. Ja, hier geht es nämlich, da gibt es auch noch zum Reisezentrum. Und so, das ist hier der richtige Hauptbahnhof. Ich dachte schon. So, schaut mal, das ist doch wohl ein richtiger Bahnhof, Leute, oder? Ja, mit allem, was dazugehört. Hier habe ich einen schönen Platz, wo wir komplett hier alles
sehen können. Schaut euch das mal an. Wirklich ein sehr schöner Bahnhof. Ja, mit McDonald's da hinten, Einkaufssachen. Ja. Ich glaube, eins von den größeren Bahnhöfen in Deutschland ist dieses Hamburg. Ich könnte hier stundenlang stehen bleiben und das alles mir anschauen. So viele Menschen, so viele Züge, so viele hübsche Frauen habe ich schon gesehen. Wirklich alles dabei. Und auf der anderen Seite sind, glaube ich, sogar noch Geschäfte und so. Ja. Bevor wir uns in den Bahnhof verlieben, gucken wir mal, dass wir noch ein paar Busse an Land ziehen. Und dann fahre ich nämlich weiter nach Altona, um da etwas Gutes zu gucken. Und natürlich ein wildes Durcheinander. Jeder will, guck mal, die steigen da aus, schnell hier, weil die noch umsteigen müssen. Dieses 9-Euro-Ticket macht doch schon, hat schon vieles bewegt, sage ich mal so. Ich gehöre auch noch zu denjenigen. Ich bin ja auch hierher gekommen mit dem 9-Euro-Ticket. Hier geht es runter zu City, Mönckebergstraße. Ich laufe erstmal noch ein bisschen hier runter, um hier ein paar Busse zu gucken. Und dann fahre ich weiter nach Altona. Natürlich so eine Stadtrundfahrt, so ein Hop-on, Hop-off-Tour darf nicht fehlen, wie in jeder Stadt. Ja, der fährt natürlich auch bis zum Hafen. Hafen, glaube ich, brauche ich euch nicht zu zeigen. Das hatte ich euch ja damals schon mit meiner Stadtrundfahrt hier in Hamburg schon gezeigt. Mit dem Reisebus könnt ihr euch mal angucken. Uns interessieren ja von der Hochbahn eben halt die Busse, welche hier so fahren. Wirklich schöne, moderne Busse, die hier sind. Hier auch wieder so ein Capacity. Habt ihr gesehen, wie der hinten schön mitlenkt. 21 Meter. Nochmal so eine Stadtrundfahrt. Ja, also Capacity haben die genug auf jeden Fall. So, das ist nochmal die Rückseite oder von Außenseite von dem Bahnhof. Und eigentliche Hauptbahnhof, das Gebäude müsste vorne da hinten sein, was so aussieht wie eine Kirche. Hier haben wir noch mal so ein MAN ohne Dach, ja, so für die Sightseeing, Stadtrundfahrt, MAN Cabrio, ja, auch nicht schlecht. Ich habe noch einen Tipp bekommen von dem Spotter Luca. Ab und zu habe ich euch ja mal gesagt, ihr sollt mir mal Tipps geben. Hat er mir gerade gegeben. Ich fahre gleich Altona mit der, was sagte der, 2 oder 16 mit dem Bus. Aber schaut euch mal jetzt den Capacity noch mal an. Die hintere Achse wollte ich euch noch mal zeigen, wie er schön mitlenkt. Ja. So, vielleicht haben wir ja ein Glück, dass da eins dabei ist, womit wir mitfahren können. So, ich warte auf die 2, aber das dauert noch, bis sie kommt. Dafür kommt uns hier so ein Urbino, ist das, glaube ich. Ja. Die sind so überdeckt, man weiß gar nicht hier, was das ist, aber sieht mir wie ein Urbino aus. Ja. Natürlich die Reisebusse sind auch unterwegs. Mit Reiseführer. Alles dabei. So, jetzt dürfte die 2 aber bald mal kommen hier. Da kommt noch so ein Kunterbunter und dahinter noch ein, ja, Mercedes, aber ein Elektro. Das ist aber die 19, die brauche ich nicht. Ja, von der Hochbahn, die haben wirklich ganz viele neue Busse sich angeschafft. So, ich habe die Linie 2 entdeckt, der mich gleich mitnehmen wird. Ist zwar kein Capacity und so,
Hoffentlich ist der nicht voll, dass ich euch ein paar Aufnahmen von da drin zeigen kann. Hinten ist nicht allzu voll, da können wir jetzt mal zum ersten Mal hier hinten uns mal hinsetzen und das Geschehen von hier vorne anschauen. Ja. Wunderbar. Was seid doch mal ehrlich, Leute, ich bin doch verrückt, oder nicht? Ich fahre die ganze Zeit sowieso schon mit dem Bus und jetzt fahre ich wieder mit dem Bus, auch im Urlaub. Ja, aber extra für euch, Leute. Ich hoffe, ihr bedankt euch dafür mit viel Klicks, mit viel Likes und vielleicht auch mal diesen Supertanks unten mal anklicken. Das wäre natürlich ideal. Ja, der Kollege fährt richtig zügig. Ja. Er muss ja seine Zeit einhalten. Hier nochmal der Blick. Der Luca sagte mir, die 2 ist besser, weil das wie eine Sightseeing-Tour ist. Da sieht man wohl viel. Auch gleich an den Landungsbrücken und so. Hier die Türen, die gehen ganz normal auf. Die mittlere Tür habe ich gesehen, das waren so Schiebetüren, so die nach außen hin geschwenkt werden. Am Sandor Kai. Ja, ich habe extra mal hier die Sitze aufgenommen, Leute. Ist auch richtig schön warm, damit ihr diesen Geräusche hört, mal den Sound. So Leute, wir sind so langsam auf dem Weg zu den Landungsbrücken. Ne, wir sind gleich schon da. Und dann können wir mal sehen, was hier. Da vorne ist auch noch ein Parkplatz und das Elbphilharmonie könnt ihr auch sehen, direkt hinter mir. Aber das habt ihr alles mit dem Reisebus, wo ich da war, schon gesehen. Uns interessiert Altona Hauptbahnhof. Da sind angeblich ganz viele Linien. So Leute, wir sind jetzt bei den Landungsbrücken hier angekommen. Wenn ihr eine Schifffahrt oder so machen wollt, könnt ihr natürlich hier Schifffahrt oder Fischbrötchen essen. Oder. Es gibt viele Möglichkeiten, was man hier machen kann. Ist schon ein komisches Gefühl, anstatt selber zu fahren, mal hier aus dem Bus heraus. Aber mal was anderes, Leute. Ja. Hier hat ja die Stadttour angefangen, damals. Wer das noch nicht gesehen hat, kann sich das mal anschauen. Komplette Stadtrundfahrt mit Reisebegleitung. So, ein Stückchen höher, das ist ja schon in St. Pauli. Wer sich da noch gerne austoben möchte, der kann sich da natürlich austoben. Diejenigen, die dann wissen, was ich meine. So Leute, wir nähern uns Bahnhof Altona. Das ist das hier. Und hier steige ich jetzt aus und dann schauen wir mal, was wir noch alles zu sehen bekommen. So, hier mit der 2 bin ich ja hierher gekommen und der Kollege Luca, Dankeschön, jetzt schon mal, hier ist mehr Leben als auf dem Hauptbahnhof vorhin. Das ist jetzt hier Stadtteil Altona, wie ihr auch sehen könnt. Ich kann nachher auch mit der S-Bahn oder mit dem Bus, mit der 2 oder 16 auch wieder zurückfahren. So, wir schauen uns jetzt erstmal hier um, was es hier so alles gibt. Hier gibt es natürlich nicht nur die Hochbahn, hier gibt es auch andere, die im Auftrag dann eben halt für die Hochbahn fahren sehr wahrscheinlich. Deswegen sind die hier silber, die hier rot-weiß. Wenn ich falsch liege, einfach mal in den Kommentaren Bescheid geben. So, ich gehe mal da hinten zu den Kollegen hin, mal gucken, was die da so alles machen.
Schöne, interessante Werbungen haben die natürlich hier auch. Ja. Und natürlich alles mit 3 Türen, wie ihr sehen könnt. Warum alles so mit 3 Türen? Damit der Ein- und Ausstieg einfach schneller geht, besser verläuft. Ja, alles vertreten. Von E-Bus, Diesel, elektrischer Hybridbus, was wir ja letztens aber das waren Volvos, was wir gesehen haben in Luxemburg. Ne? Ja. Ich nehme euch einfach mal so als Parade hier so alles mal mit. Der ein oder andere kann dann ja, was er so erkennt, einfach mal schreiben. Ich habe das und das gesehen, Minute sowieso, war so ein Bus. Ja, ist eine schöne Parade. Ich nehme mal einfach alles mit, was hier ist. Ja. Aber wie ihr schon gesehen habt, alles mit 4 Türen, 3 Türen. Ach, jetzt habe ich den Bus, mit dem wir gekommen sind, schon überholt. Ja. Und die Kollegen kommen hier nicht weiter. Warum kommen die hier nicht weiter? Da steht auch noch so ein LE. Ach, der LKW, der hat sich hier so hingestellt. Ja, toll, LKW. Das kannst du doch auch nicht machen. Der Gelenk, der kommt da gar nicht rum. Ja. Ja, komm, hau ab hier. Ja. Der guckt dann noch so, warum ich ihn aufnehme oder so, keine Ahnung. So, der Kollege, der steht natürlich auch hier gut. So. Dann können die ihre Fahrt hier weiter fortsetzen. Und ich hole mir, glaube ich, was zu essen oder so. Mal gucken. Ja. So, jetzt haben wir eine komplette Runde gedreht. Ja, wirklich sehr, sehr schöne Busse, was die hier so alles haben. Fahrtende, bitte nicht einsteigen. Gut, machen wir nicht. Dann schauen wir mal, was hier noch so alles gibt. Da hinten kommt noch einer, oder das ist ein normaler Bus da hinten. Viele davon werden mich bestimmt kennen. Natürlich jetzt bei der Hektik, wo die am Fahren sind oder so, achtet keiner darauf, dass Mehmet Ui hier steht. Mal gucken, vielleicht der ein oder andere klopft mir gleich an die Schulter. Hey Mehmet Ui. Letztens waren ja so ein paar Jugendliche, die haben dann Autogrammkarten und so bekommen von mir. So, der Busspotter, der mir den Tipp hier Altona gegeben hatte, der hat mir noch einen Tipp gegeben. Und zwar sollte ich nach irgendwo, wo war das, Blankenese oder irgendwie so, irgendwo hinfahren. Da gibt es wohl 8-Meter-Busse. Und die fahren wohl in so enge Straßen, enge Gassen und so rein. Mal gucken, ob ich mir das auch noch antue. Zeitlich habe ich ja genug Zeit eigentlich. Ich nehme jetzt mal hier die ganze Parade mal hier mit. Alles, was hier so ankommt. Ja. Aber wie ihr gemerkt habt, hier diese langen Capacities, die sind hier nicht im Einsatz. Weil die werden am Bahnhof gebraucht, wenn viele Fahrgäste schnell transportiert werden müssen. Hier reichen die ganz normalen Busse, denke ich mal. Den habe ich vorhin schon beim Reinfahren entdeckt. Den wollte ich euch auch noch mal zeigen hier. Ja, von der Hochbahn, schön elektrisch. Und den gleichen habe ich gerade eigentlich noch gesehen als Gelenk. Der müsste gleich entweder auch kommen oder der steht noch da hinten irgendwo. Wir schauen uns den gleich auch mal an, wenn er gleich hier um die Ecke kommt. Dieser elektrische Diesel, elektrisch und Hybrid, alles in einem. Wahnsinn. Ja. Das ist der gleiche, was ich gesehen hatte in Luxemburg, der Volvo. Ja, und hier stehen die anderen Kollegen, die machen auch noch Pause. Und der Citaro, der ist auch hier, auch so ein elektrischer, der steht auch hier direkt daneben. Ist aber auch ein Gelenk sogar. Jawohl. Ja, wirklich toll. Aber ich habe vorhin noch einen gesehen, der müsste gleich auch noch kommen. Ah, das ist ein normaler.
Ich habe gedacht, das wäre was Besonderes gewesen, aber die sind jetzt schon mittlerweile nicht mehr besonders. LE haben wir ja genug gesehen. Aber das mit den Diesel, Hybrid und elektrisch, das ist doch schon mal also für jeden etwas dabei. Wenn kein Diesel mehr da ist, fährt er elektrisch. Wenn kein Elektrik mehr da ist, dann hat er eben halt immer noch die, sag schnell, den Hybridantrieb. So, jetzt müssen die Kollegen sich mal untereinander verständigen oder die Kolleginnen. Ja. Das ist hier zum Beispiel HVV. Ja, die silbernen und die anderen rot sind Hochbahn. Ich habe mein Ziel schon gefunden, die S1 Richtung Wedel und dann irgendwo Blankenese oder so auf Gleis 4 in 14 Minuten. Mal gucken, ob das auch interessant ist, ob das sich dann lohnt, meine Zeit mal zu investieren. Aber ich vertraue dem Luca, der hat mich hier schon, sonst wäre ich dann nur am Bahnhof, hätte umgedreht und wieder zurück. Hat er mir schon richtig einen Tipp gegeben, dass wir hier Hamburg-Altona mal hinkommen sollen. So, noch 2 Minuten, dann kommt hier gleich die S-Bahn. Die fährt sowohl unterirdisch und auch bestimmt gleich oben drüber. Deswegen wusste ich ja nicht mit diesen Straßenbahnen und so, was damit ist. Aber da ganz hinten, da kommt er gerade an und mit dem werden wir gleich fahren. So Leute, ich bin drin und wie ihr sehen könnt, der fährt nicht nur unterirdisch, der fährt auch oben. Jetzt sind wir hier in, wo war das hier? Bahrenfeld. Noch 3 oder 4 Stationen, dann müssten wir da sein. So, angekommen muss ich jetzt die Linie 488 suchen. Angeblich fährt er hier. Ach, da hinten ist er doch schon. Ich renne mal schnell, oder der ist gerade schnell. Scheiße. Habe auf jeden Fall 488 gesehen. Ach, das ist das Teil hier. Jetzt sehe ich das erst. Schnellbus. Okay. Mal gucken, ob der das ist überhaupt. Der sagte irgendwelche 8. Ein E-Mobil. Okay, 488. Dann wird er das wohl sein, wenn er überall in die kleinen Gassen und so kommt. Steht sogar noch Schnellbus drauf. Mal gucken, wo der abfährt. Oder ob der überhaupt abfährt. Mal schauen. Auf jeden Fall, das müsste der sein, was der Kollege gesagt hat. Ja, 488, stimmt. Aber wo fährt er lang? War aber schnell weg. Ne, da hinten steigen welche ein. Dann renne ich mal eben schnell hin, Leute. Ja, vielleicht kriegen wir den noch. Aber guck mal, wie viele Leute sollen denn da reingehen? So Leute, ich bin drin. Ist ein ganz komischer Elektrobus. Ja. Angeblich kleine Straßen, kleine Ecken. Mal gucken, ob ich hier noch was so sehen kann. Auf jeden Fall ist der Bus voll. Ich habe einen schönen Stehplatz. Ja, dann schauen wir mal, wo der überall lang fährt. Also es gibt hier einen Rollstuhl, 12 Sitzplätze, 27 Stehplätze und einen Chauffeur. Insgesamt 44 Personen. Okay. Ja, schaut mal Leute, mit einem normalen Bus hätte man hier schon Schwierigkeiten. Ja, der fährt tatsächlich so enge Gassen, enge Straßen, wo ein normaler Bus eben halt Schwierigkeiten hätte. Obwohl er jetzt auch noch einen großen Bogen nehmen muss. Aber er kriegt die Kurve, weil er eben halt nur 8 Meter ist. Nein, ich bin der YouTuber Mehmet OE. Alles mit Busse, Busfahrer und alles. Ah, okay. Ja, und das ist mir empfohlen worden von einem, der sagt, oh, ich lass dich mal in Ruhe. Alles gut, ich hol weiter. Ja. Da sagt er, das ist bestimmt interessant für deine Community, fahr mal dahin und nimm den Kollegen mal mit seinem kleinen Bus auf. Ich sage, okay, gesagt, getan. Bin jetzt von Dortmund hierher gekommen heute Morgen. Ja. Extra dich aufzunehmen. Nicht dich, aber den Bus und die Linie. Ja, das ist schon was Besonderes, die Linie hier.
sagen. Ja, mit einem normalen Bus kommst du ja gar nicht durch. Und die Leute müssen ja auch irgendwie wegkommen hier, ne? Ja. So, die wollen nicht. Ja gut, vor allen Dingen den Berg hoch, ne? Du bist nicht im Bild, also keine Angst, ich nehme dich nicht auf. Ne? Ich nehme nur die Straße so ein bisschen auf, damit sich das auch lohnt für die Community. Den Berg, den wir gleich haben. Ach, wir müssen ja noch hochfahren, oder was? Ja, wir fahren ja jetzt die ganze Zeit runter, müssen wir irgendwann hier wieder hoch. Ne? Ah, so. Und der sagte mir, das ist so ein Ring-Dings. Du fährst vielleicht wieder zurück zum Bahnhof. Hier, genau. Ah, okay. Das ist der steilste Berg Hamburgs auch. Echt? Ja. Okay. Den geht man nicht gerne und den fährt man erst recht nicht gerne. Ja. Ne, ich bin dazu auch noch Reisebusfahrer, weißt du? Ja. Hier kenne ich mich richtig gut aus auf der anderen Seite, aber nicht hier die kleinen Ecken hier. Ja gut, hier kommst du denn hier auch nicht lang. Ne. Hier ist immer was Besonderes. Mal steht hier so ein bisschen Weg. Mal so, dass du gar nicht durchkommst, das gibt's auch. Kommt auch schon mal vor, ne? Ja. Oder Feuerwehreinsatz, ne, dann ist hier Feierabend. Ja. Ja. Oder im Winter kommen wir den Berg nicht hoch, haben wir auch schon gehabt. Ja, immer was Besonderes hier. Was ist das für ein Modell überhaupt? Gibt es den als Modell? Ist das ein... Ja, das ist vom Italiener ist der hergestellt worden hier. Ach, der... Ja, ja, Der ja. heißt ja Rampini. Der Rampini, genau. Und ja, Den gibt es auch, glaube ich, unbemannt auch noch, ne? Ist das der? ja, da muss ich passen. Also ich glaube, da laufen Versuche, ja. Ja. Das glaube ich schon. Ja, Leute, wie ihr sehen und könnt. Fahrrad kommen wir entgegen, das gibt's auch. Und Fahrräder kommen auch noch entgegen, ja. Ja, und wenn das Wetter schön ist, wollen natürlich viele runter. Ne? So, ich muss mal aufpassen wie ein Radfahrer. Leute, jetzt haben wir sogar noch so eine Sightseeing-Tour, wie ihr sehen könnt. Ja, Sightseeing alle mal hier. Und die Leute können auch mit der Fähre noch hier rüber. Da ist auch so ein Anleger und so. Ja. Wirklich toll. So Leute, jetzt muss der Rimini oder wie der sich nennt hier richtig Campini, keine Ahnung. Muss er Wenn sich nicht so mal, viel drin ist, dann geht's. Also, muss er sich mal ein bisschen quälen hier. 15% Steigung, sagt der Kollege. Ja, der Radfahrer quält sich auch gerade. den kriegen wir aber noch. Ja, wir sind ein bisschen schneller, ja. Weil hier ist auch die, wenn das Radrennen hier ist, die Cyclassics, Ja. dann ist es hier die interessanteste Stelle. Ah ja. Aber wir schaffen's. Ja. So Leute, jetzt haben wir auch keine Fahrgäste. Ich halte mich noch fest dabei, ja. Der Kollege hat mir erlaubt, den Bus so ein bisschen vorzustellen, weil von außen haben wir den ja schon gesehen, aber von innen, jetzt sind keine Fahrgäste drin, haben wir die Möglichkeit. Wie gesagt, der hat hier einen Rollstuhl, dann hat er 27 Stehplätze und 12 Sitzplätze. Die verteilen sich so. Nächste Haltestelle. Ja, hier kann man noch mal ganz oben sitzen, hier noch mal hier unten. Und so sieht das Ganze aus von hinten, gerade erstmal die Hälfte von einem Bus. Ja, 8 Meter, kommt genau hin. So schaut's aus. Der Rimini, Rampini, keine Ahnung, wie der sich schimpft. Wie gesagt, das ist eine Ringlinie, der fährt jetzt wieder zurück. Und dann steige ich auch wieder aus und setze meine Fahrt weiter fort. So Leute, Alternative haben wir vor uns die 488, auch als Ringlinie. Der hat zwar ein bisschen Verspätung, aber schaut euch mal den Bus an. Was fällt euch auf? Auch kurz und der hat keinen Spiegel. Ne, damit der Spiegel eben halt nicht stören, weil er auch die gleiche Linien, was der Kollege hier gefahren hat, auch fährt, hat er Kameras als Spiegel. Ja. Könnt ihr so noch sehen. Also speziell für diese Linie, der darf eigentlich gar nicht woanders fahren. Ja. Habt ihr gehört? Speziell, das sieht man auch, dass das auch so ein kleiner ist. Ja. Aber der hier, der gefällt mir besser, der Mini hier, der Rimini. So Leute, der Kollege lässt uns durch, Dankeschön. Und wir sind auch schon wieder am
Ziel oder am Ende. Ich bin noch nicht mal ausgestiegen, wie ihr gesehen habt. Wir bedanken uns nochmal. Wie heißt du nochmal? Marco. Wir bedanken uns natürlich bei dem Marco und sagen auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Ciao. So, der andere Kollege, der macht hier auch noch gerade Pause. Da können wir uns den auch noch mal von nah betrachten. Wie ihr sehen könnt, kein Spiegel. Dafür hat er eben halt so eine Kamera. Aber der ist auch schon überall gestriffen worden und so was alles. Der bleibt ja nicht aus. Ja, ist aber auch ein MAN Special. Ja. So, wir fahren jetzt wieder zurück nach Altona und dann zum Hauptbahnhof. Ach, direkt nach Hauptbahnhof kann ich ja auch, in 2 Minuten sogar. Okay. So, wieder zurück zu den Fernzügen. Jetzt muss ich mich mal orientieren, wie wir hier wieder wegkommen. So Leute, ich verabschiede mich von euch, diesmal aus Hamburg mit den schönen Bildern hier im Hintergrund, wie ihr sehen könnt. Heute haben wir ja richtig viel genug Busse gesehen, auch den kleinen italienischen Rimini, Ramini, wie der heißt, den gesehen. Dank dem Luca, der mir den Tipp gegeben hatte, mit dem mal mitzufahren. Man sieht sich natürlich auf den anderen Videos wieder. Immer schön liken, immer schön weiter verfolgen. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ich wieder ein neues hochlade. So, jetzt aber, ich rede immer zu viel. Ich habe schon fast keine Stimme mehr beim Reden. Ich sage jetzt nur noch alles Gute aus Hamburg. Wünscht euch euer Memeroe. Ciao Leute.